Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder mal, also ich natürlich und mein Mann Zippo ist auch wieder mit dabei am Start. Moin, moin. Wir Oder sollte wollen, ich besser sagen, arr. mir egal. Also, wir beide wollen euch heute mal das Halloween-Event ein bisschen näher bringen, was es bei Kräftis ist. Ja, normalerweise, ich weiß, mein Schatz, normalerweise ist es dein Steckenpferd auf deinem Kanal. Erklärst du das auch wunderbar. Nur ich wollte es auf meinem Kanal auch gerne mal ein bisschen ankreiden. Ich weiß, ihr macht nicht gerne Kräftis, aber für die Leute, die das gerne machen, möchten wir es mal ein bisschen näher bringen. So, es ist Halloween. Es ist ja bald Halloween. Am Sonntag ist ja, ne, Sonntag. Mal Kalender gucken. Ja, Sonntag ist der 31. Ähm, Da ist Halloween eigentlich. Und es gibt immer bei Crafties, gibt es immer eine Woche vorher und eine Woche nachher eigentlich immer diese ganzen Events. Und zwar dieses Jahr gibt es diesen Halloween-Teddy. Der hat er aber limitiert auf 250 und es ist auch immer random, was der eigentlich immer mal so kostet. Momentan hat er es anscheinend runtergesetzt auf 4.500. Ne, finde ich auch richtig, weil wer hat schon großartig 4.500 Linden? Die neue anfangen bei Kräfti sowieso nicht. Ne? So. Und was das Tier Besonderes kann, weiß ich noch nicht ganz genau und mein Schatz auch noch nicht. Aber das wird generell alles haben, wie sonst auch. So, dann gibt es diese Halloween Candies. Zurzeit, mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Die lauern hier schon alle gar. Das ist so ein Halloween. Also so ein Geist. Das wird ja diejenigen, die Kräftis machen, die werden den schon ein paar Mal gesehen haben. Das ist so ein Geist, der die Candies, so Halloween-Candies, vor sich hinträgt. Dieses Tier muss man abschießen, bisschen runterschießen und muss man dann mit einem Kescher einfangen. Ich gehe mal da gerade hin, wo es den Kescher gibt und für wie viel Linden, dass ihr den bekommt. Und den hat er auch ein bisschen erhöht, ja. Der kostet zurzeit 300 Linden. Ne? Also hier auf Zahlen gehen, 300 Linden, den bekommt ihr einmalig und der läuft nicht ab. Also da braucht ihr keine, ne, dass ihr den irgendwann ablaufen tut. Den können da unendlich nutzen, also von der Leistungsdauer her. Ne? Hier sind nochmal die ganzen Tempels und so und Karten, aber das hat alles breit mein Schatz erklärt. Da bitte mal auf die Videos, was ich natürlich auch hiermit verlinke. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann in der Gruppe mal gesagt wird, hier ist das Kürbis-Event, die Kürbisse sammelt. Das ist dann müsst ihr hier auf der ganzen Simme ein bisschen rumsuchen nach den Kürbissen und die könnt ihr dann aufsammeln. Entweder ist Energie drinne oder es ist ein Kräfti drinne oder es sind eventuell auch ein paar Halloween-Candies drinne. Das ist ganz random. Ne? Und für was die Halloween Candies gut sind. Die sind dafür da, dass man die Tiere, egal ob es jetzt dieses Halloween Teddy ist oder es ist ein anderes Tier, was ihr das ganze Jahr über damit ein bisschen besser aufleveln könnt. Aber so, ne, hier seht ihr hier bei der Terry, so sieht der Teddy dann aus, wenn er ausgepackt ist. Ne? Und ist hier eins wieder mal gespawnt, ein Halloween Candy? Nee, zurzeit gerade nicht. Und, lol, da schwimmt eine Hexe. Ach nee, da hatte ich jetzt gedacht, da würde eine Hexe im Wasser schwimmen. Dabei war es ein Wal. Lol. Ähm, auf jeden Fall kann man mit diesen Halloween Candies natürlich auch futtern.
ne, also dem Tier geben. Und es ist aber random, was damit gelevelt wird. Also man kann es nicht bestimmen. Ja, es gibt ja diese Attack-Event, es gibt Stärke-Event, da kann man die Events schon damit bestimmen. Ja, und es gibt ja momentan auch dieses Geist-Event, da weiß man nicht, was es ist. Und so ist es bei den Halloween-Candies auch. Wenn ihr eins futtert, also eins hinzufügt, dem Tier, ist es random, was gelevelt wird. Das weiß keiner. Also das kann eine Attack sein, es kann Stärke sein, es kann alles sein. Habe ich so richtig Es kann erklärt? auch, ja, es kann sogar eine Miete sein. Das heißt, wenn ihr Richtig, so 'n Halloween Candy futtert, kann das auch sein, dass euer Crafty auf einmal komplett rot ist. richtig, Das gibt's auch. richtig. Dann war es eine Niete. Richtig. Aber es gibt auch auf diesen Weg diese Candies zu holen. Es gibt sie aber auch ein bisschen für uns beide hergesehen, ein bisschen einfacher, aber auch ein bisschen komplizierter. Weil es gibt sie auch beim Fischen, das nennt sich Skelettfisch. Ja? Ich habe das Kräfti mal im Außenbrowser aufgemacht. Und zwar habe ich jetzt hier mal die, das, das Fisch, ne? Ich bin mit Sandy, bin ich Level 5. Ich muss es zugeben, mit meinem aber mit der Eva bin ich schon Level 22 im Fishing. So, Prima. mal kurz das Phishing zu erklären, was das ist. Ne? Ihr könnt euch hier drüber über diese ganze, gehen wir mal kurz von hinten nach vorne. Also diese Shopping-App, da könnt ihr erstmal holen wir uns mal eine Free-Angel. Das heißt, die kostet nichts, ist wie du sagst, schon free. Ja? So, das ist so eine Free-Pool, damit ich euch mal demonstrieren kann. Je höher das man natürlich kommt, je höher man hier mit dem Fischlevel kommt, das Fischlevel seht ihr hier im schwarzen Fenster, je höher das ihr damit kommt, je höher solltet ihr auch eure Angel sein, damit ihr dann auch schneller und bessere Fische rausbekommt. Ne? Jein, Moment, da muss ich 'n bisschen eingrätschen. Je höher euer Fischlevel ist, desto höher die Chance, dass man was Gutes fängt. Richtig, sowas, genau. Und Und ja, es gibt im normalen Fall gibt es für jedes spezifische Level gibt's auch eine Angel. Gestartet wird mit der Free-Angel, dann geht man auf Stein. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann Bronze und dann irgendwann mal Eisen und dann irgendwann mal ja, Stahl. Woodpool, also das ist die Holz, Ja, dann ja, kommt die allererste Steine, Angel. dann kommt Bronze, dann kommt Iron und dann kommt irgendwann mal zum Schluss Stahl. So, Richtig. dann seht ihr zum Beispiel hier, ihr habt als erstes wenn ihr neu anfangen tut, dieses kleine Ding. Ja? Ist jetzt für Neulinge, die damit anfangen, ist es auch schwer, einen Skelettfisch rauszukriegen mit Small. Ja? Ihr könnt, und das würde ich euch empfehlen, wenn irgendwann immer, war jetzt das letzte Jahr ein bisschen mau, muss ich ehrlich zugeben, aber wenn das könnt ihr auch ohne Fisch-Event machen, ja? Dann geht ihr hier bei, holt euch hier erstmal die Fishing Pole, die neue, erstmal also die Free Pole und klickt dann daneben hier auf mein Gear und klickt dann auf diese Fischding drauf und dann auf User und dann seht ihr, habt ihr sie in der Hand. Ja, so habe ich sie jetzt in der Hand. Muss ich ein bisschen näher dran gehen. Mach mal meine AO aus. Lässt sich besser fischen. So, dann klicke ich hier oben drauf und dann seht ihr, aha, jetzt tue ich angeln. Ja? Also, mal angeln mal ein bisschen. Ja, bei Kräftis ist eins, was man braucht. Das ist überall bei Kräftis so, das ist ein bisschen Geduld. Zeit und Geduld.
Lalelu. So, jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Was habe ich denn jetzt gefangen? 'N Seebarsch. Ja, der ist Level, X 9 XP. Und wenn dann dieses Fisch-Event ist, momentan heißt ja null Bonus. Aber wenn dieses Fisch-Event ist, ne, dieses Fishing-Event, ist dann hier entweder eine Zahl dahinter. Die kann von 1 bis 9 sein, ne, den Bonus. Und natürlich angelt man dann hier länger. Also kriegt man dann hier dieses Fischlevel höher, ne? Also, ne, ist klar, kriegt man schneller hoch. Dann heißt es hier unten in der Fischbank ein neuer Fisch. Ne? Dann wird er euch dann angezeigt in Small, Medium oder Large. Das wird euch aber an Anfang an angezeigt. So, dann, ihr könnt ja mit dem Medium momentan könntet ihr gar nicht kann ich ja gar nicht in mein Becken reinmachen. Ich habe ja nur ein Small. Ja? Und so lange muss man halt ein bisschen draufklicken und angeln, ne, bis man dann irgendwann 'n Skelettfisch angelt. Und ihr könnt immer, ja, es war ein bisschen, langwierig, aber es ist kostengünstiger. Wenn ihr dann angelt und ihr seid auf Level 11, dann könnt ihr nämlich auch 'n zum Beispiel 'n mittleren Tank holen. Ihr könnt auf 2 Wege ihn holen, so 'n mittleren Tank. Ihr könnt, wer es hat, 500 Linten ausgeben oder ihr gebt 1000 Energie aus. Wer hat die schon großartig? Oder ihr macht's über Fischlevel. Und da steht's auch unten drunter, Fischlevel 10, ne? Also ihr müsst maximal 11 sein oder natürlich auch drüber. Ihr könnt zum Beispiel Minimum 11. Minimum 11, genau. Minimum 11 und dann könnt ihr euch hier drüber einen neuen Tank holen. Ja, über das Fischleveln. Die Fischliste ist die Fische, was ihr im Inventar, im Aquarium drinne habt. Hier kriegt man dann ab und zu, wenn man jetzt diese Skelettfische reinmachen würde, reintut ins Becken, kriegt man ab und zu auch diese Deko. Ne? Finde ich ein bisschen, naja, gut. Ist Geschmackssache. Und mein Becken hier unten, meine Tanks, ne, dann, wenn ich jetzt natürlich jetzt ein Medium hätte, könnte ich dann würde hier noch ein Fenster aufklicken, eins oder zwei oder drei, und dann würde das dann aufleuchten und ich könnte dann so dazwischen zwischendurch switchen oder wie man auch immer dazu sagt. Ne? Ja, habe ich was vergessen, mein Schatz? Nein. Ja, und das wollte ich euch eigentlich so mal kurz mitteilen, so ein bisschen Halloween, äh, Halloween-Event bei Crafties. Es ist Also mit den mein Fazit zu Halloween ist, Halloween eignet sich wunderbar zum Aufleveln von Fischlevel. äh, auch das, weil es natürlich auch dieses Ghost-Event ist, ne? Die Kräfti hat jetzt eine neue Oberfläche, eine neue Hut genommen, die finde ich auch ganz geil. Ne? Ich habe momentan ein Sondertier diesen Valentin, deshalb sieht man den nicht. Normalerweise würde man ihn hier sehen. Ne? Wir beide, wir haben noch hier diese DM-Helfer, ne? Aber den bräuchte man in der neuen Dings nicht mehr, weil dann sieht man alles, ne? Hier sieht man die Level, wie viel man noch braucht, um den nächsten Level zu kriegen, so weiter und so fort und ob man eine Kette anhat oder nicht und so, das sieht man in dem neuen Ding auch. Und dann kann man hier auch Phishing aufmachen und ne, sieht dann auch. Und Und lasst mal einen Kommentar da. Wer möchte, kann ich es gerne auf meinem Kanal nochmal lang und breit erklären, die neue App. Momentan beim Phishing-Event oder jetzt beim Halloween-Event lohnt sich eigentlich nicht,
das Ding spinnt noch so ein bisschen rum, die Richtig, neue. das hat noch ein Also, bisschen wer das erklärt haben will, lang und breit, lasst mal einen Kommentar und dann mache ich es mal auf meinem Kanal. richtig. Ne, ihr könnt die Sounds auch ausstellen, wenn sie euch auf den Geist gehen. Also, der will das ja ein bisschen verbessern, das mit dem Phishing. Sagen wir es mal so, er ist auf einem guten Weg. Und er hat diese Skelettfische limitiert. Das heißt, wenn man, das haben Schatz und ich auch rausgefunden, ähm, dass ein, äh, wenn man höher ist mit dem Level, mit dem Fischlevel, dass man die Chance dann dazu hat, äh, besser die Chance dazu hat, 'n Skelettfisch rauszukriegen, als wie wenn man, bisschen drunter ist, also unter 20 oder so oder ja, unter Ja, 20. man kann eigentlich sagen, er hat es limitiert, er hat es ein bisschen schwieriger gemacht, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, je höher euer Fischlevel ist, desto höher die Chance, einen Skeletfisch zu fangen. Ne? Und so heißt er halt Gener generell Skelettfisch. generell heißt es, jeder kann einen Skeletfisch fangen, auch mit niedrigem Level. Das ist natürlich möglich, ne? Nur halt die Chance steigt, wenn man im Fischlevel steigt. Richtig. Ne, und die schwimmen dann in den Tank drinne, lässt man dann in den Tanks rein, die Skelettfische, und die tun dann Blasen nach oben schießen, und die Blasen dann, na, tut ihr dann anklicken, und ja, jetzt habe ich gerade NPC-Shop, den mache ich jetzt mal aus. Ähm, und dann tut ihr da draufklicken, und dann kriegt ihr dann diese Candies. Und ja, ist wie im richtigen Leben auch bei den Aquariums. Die Aquariums werden irgendwann grün, ja. Und auch wenn die Fische sagen, sie haben Hunger, nein, das lohnt sich in unseren Augen nicht, die Fische zu füttern. Ne? Ja, wer will, kann es gerne machen. Also für mich ist für meine Warte, ich mache es nicht. Ich gehe Richtig, lieber den anderen Weg und sage, okay, ich versuche mir einen Vorrat anzufischen und dann setze ich halt, wenn sie mir abkacken, setze ich einmal neue rein und gut ist. richtig. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Ne? Und ich springe mal kurz dahin, wo die Boxen gibt. Ne? Die Boxen sind umsonst. Ne? Diese Einpacksboxen, die gibt es hier hinten. Ne, ich fliege mal kurz hin. Hier sind dann die Boxen zum Verpacken, und hier ist auch dann die Fisch. Da könnt ihr auch, da könnt ihr auch den Skelettfisch, wenn ihr zum Beispiel noch keine, das würde ich auch für Neulinge empfehlen, die noch kein Medium oder Long Becken habt, dann tut euch sie verpacken, und ihr könnt sie ja das ganze Jahr drüber angeln. Es gibt sie, aus den Skelettfischen kommen das ganze Jahr über die Candies raus. Ne? Die kommen ja nicht nur über Halloween raus, die kommen das ganze Jahr raus. Ne? Ich würde sie jetzt nicht unbedingt verkaufen wollen. Wenn ihr noch angefangen habt und seid noch nicht so hoch im Fischen, dann würde ich sie eher verpacken und würde dann warten, bis ich hoch genug bin, um sie dann eventuell im nächsten Jahr zu verwenden, oder wie ich gerade gesagt habe, das ganze Jahr über. Ne? Hier sind dann die Items, Kartons. Hinten kriegt er immer so einen Zehnerpack, und hier vorne kriegt er sie einzeln. Ne? Und hier kommen dann die gebundenen Tiere. Hier gibt es die Hut. Ne? Wenn ihr mal Probleme mit der Hut habt, ihr könnt das sie immer neu holen. Oder wenn auch mal ein Update funktioniert, aber das wird dann auf meinem Schatzkanal weitergehen mit Crafting, wenn da ein Update kommt oder irgendwas. Und hier sind dann gebundene Tiere, und hier sind dann ungebundene Tiere, und hier sind dann die Seelen. Ne? Alles andere, wie was funktioniert und so, alles immer auf meinem Schatzkanal Zipporino 1980. Das ist mein Mein Cousin Schatz. ist hier. Lol, Ist das mein Cousin? lol. Ja, du bist auch Darf ich so. vorstellen, das ist mein Cousin, der Tod. Ja, du bist auch so. Du bist auch so. Ja. Ja, nee, du Richtig. bist auch so. Ich bin auch so, ja, ganz genau. So.
Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr kommt noch mit. Ich habe heute ein bisschen vielleicht runtergerattert, wie auch immer, ne? Ja, aber es ging. Aber, lasst mir mal einen Kommentar drunter und, ich tue die, Videos ein Video mal verlinken von meinem Schatz, dann kommt ihr auch auf dem Kanal drauf. Der tut das besser erklären wie ich, ne? Und der kann das auch ab und zu, und er macht's auch, ab und zu mal zwischendurch auf Englisch, weil ich kann ja kein Englisch, nicht so wirklich. Das ist Noch nicht richtig. so wirklich, ne? Das ist richtig. Und Deshalb habe demnächst ich bei die meinem deshalb habe ich auch versucht, die Videos mit Untertitel, auf Englisch zu machen. klappt nur nicht bei mir. Kleine Werbung noch in meiner Sache. Wenn die App, die neue Crafty-App, ein bisschen ausgereifter ist, werde ich sie vorstellen. Okay. Also, bis dahin, eure Sandy und Zeporino. also, bleibt gesund und, ne? Und wer nicht, draufklickt und liked und so, ist 'n Assi, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Wie Mario Barth immer gesagt hat: „Wer nicht liked, ist 'n Asi.“ Also, ihr wisst Bescheid. Also, bis dahin, eure Sandy und Zippo. Tschüssi.